Warum das Internet in Deutschland so langsam ist. %98 der Haushalte haben bereits die Möglichkeit, einen Breitbandanschluss mit einer Übertragungsrate von mindestens 1 Megabit pro Sekunde anzuschließen. Von mindestens 1 Megabit pro Sekunde. Wenn man verstehen will, warum das Internet in Deutschland so langsam ist, muss man weit zurück. Zum ersten Telefonnetz. Getestet 1877. Die Telefonverbindung wurde damals über 2 Kilometer durch eine kupferne Aderverbindung aufgebaut. Danach ging es schnell. Die Netze wurden über Jahrzehnte rasant ausgebaut, stets auf Basis von Doppelader-Kupferleitungen. Aber schon in den 80er Jahren merkte man, dass darin möglicherweise nicht die Zukunft liegt. Mit Big Phone wurde bereits 1981 bis 1988 der erste Systemversuch zur Erprobung von Breitbandkommunikation durchgeführt. Die Kosten einer Glasfaserverkabelung allein für die BRD wurden auf 300 Milliarden D-Mark geschätzt. Die Umsetzungsdauer kalkulierte man auf 30 bis 40 Jahre. Helmut Schmidt, seinerzeit Kanzler, befürwortete diesen Ausbau. Über 30 Jahre sollte jährlich 1/30 der BRD erschlossen werden, für 3 Milliarden D-Mark pro Jahr. Der nachfolgende Bundeskanzler, Helmut Kohl, stoppte diese Investition. Er setzte stattdessen auf den Ausbau des Kabelnetzes. Seine Motivation, wie man heute weiß: Konkurrenz für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und 1/3 der Kosten. Dies war der Startpunkt für Deutschlands langsames Internet, wie wir es heute kennen. Allerdings reichen Breitbandanschlüsse mit 1 Megabit pro Sekunde Übertragungsrate auf die Dauer nicht aus. Neue Anwendungen werden weitaus höhere Übertragungsdichten erfordern. Deshalb haben wir uns vorgenommen, bis 2014 75% der Haushalte zu ermöglichen, dass sie einen Anschluss für Breitband erhalten, der mindestens eine Übertragungsdichte von 50 Megabit pro Sekunde ermöglicht. Netflix empfiehlt für einen HD-Stream mindestens 5 Mbit pro Sekunde als Anbindung. Für einen Ultra-HD-Stream, also mit 4K, werden 25 Mbit pro Sekunde empfohlen. 2009 versprach man flächendeckendes Breitband-Internet. 50 Mbit für 75% der Haushalte. 2010 wurde das Versprechen zurückgenommen. 2011 versprach ein führender Politiker, bis 2018 wären 50 Mbit pro Sekunde flächendeckend verfügbar. 2012 versprach das Wirtschaftsministerium, dass bis 2018 wirklich jeder mindestens 50 Mbit erhält. 2015 wurden Versprechungen mit 50 Mbit wiederholt. 2016 wurden sie zurückgenommen. Über Jahre hat man viel versprochen und nichts gehalten. Mit der digitalen Agenda 2015 drehte man nochmal richtig auf. Spätestens 2025 Gigabit-Netze und die beste digitale Infrastruktur der Welt. Man war und ist an 50 Mbit gescheitert. Jetzt wollte man das 20-fache erreichen. Gleichzeitig setzte man auf eine Technologie, die es nur mit Mühe schafft, überhaupt schneller zu werden.
das Kupferkabel. Egal ob ADSL, VDSL, VDSL mit Vectoring oder VDSL mit Supervectoring. Der Patient ist tot, nur sterben darf er nicht. Dass ab VDSL aus Störungsgründen nur ein Anbieter auf die Knotenpunkte darf, das ist bedauerlich oder eine glückliche Fügung. Bis zum Gigabit DSL werden noch viele Jahrzehnte vergehen und es wird nicht auf Basis der Kupfertelefonleitungen geschehen. Wenn überhaupt, wird der Kabelanschluss der Zwischenschritt. Bereits heute wären damit 17 Millionen Haushalte gigabitfähig. Glasfaser wiederum scheint ein weit entfernter Kommunikationstraum zu bleiben. Wird es also 2025 flächendeckend Gigabit-Anschlüsse geben? Nein. Außer man erfindet eine neue Definition für flächendeckend. Digitalisierung, Internet of Things, Breitband-Internet? Deutschland wird hier niemanden abhängen. Wir sind es, die bereits abgehängt sind. Und das für eine lange Zeit. Und falls man denkt, wir hätten dazugelernt, man könnte nicht mehr irren. Fiber to the Home wird es auf lange Zeit nicht flächendeckend geben. Die Bundesnetzagentur hat dies erst 2019 bzw. 2020 sichergestellt. Drittanbieter wollten die Kupferverkabelung in Häusern nutzen. Glasfaser bis zum Bordstein, danach über die kurze Kupferleitung des Hauses. Auf wenigen Metern lassen sich darüber fast Gigabit realisieren. Dies würde aber die Frequenzbereiche der Kupferleitung großer DSL-Provider stören, was vor allem bei mehreren Parteien im Haus zum Tragen käme. Entscheiden darf nicht der Kunde, wer auf diese Leitung kommt. Sie gehört, so die Bundesnetzagentur, dem Betreiber des TK-Netzes. Was praktisch immer genau ein Anbieter ist. Du bist am Ende dieses Videos angelangt. Ich denke, es wäre unfair, dich mit einem derart negativen Ausblick zu entlassen. Die Welt ist nicht schlecht, doch wir haben einiges verschlafen. Es macht aber keinen Sinn, über das Was wäre wenn nachzudenken. Wir sind im Hier und im Jetzt. Und es liegt nun an uns, das Beste daraus zu machen. Ich möchte deshalb kurz die Gelegenheit nutzen und mich bedanken. Es hat mich einige Tage gekostet, die Inhalte zu recherchieren, zu schneiden, zu vertonen. Du kannst dir also nicht vorstellen, wie sehr ich auf deine Unterstützung angewiesen bin. Wenn dir dieses Video also ehrlich gefallen hat, drück jetzt ruhig den Like-Button. Und falls es dir nicht gefallen hat, dann drück den Dislike-Button. Besser zweimal, nur um sicher zu gehen. Teile das Video mit deinen Freunden. Den Link dazu findest du direkt hier in YouTube. Und wenn du mehr Videos dieser Art sehen willst, wenn ich deine Erwartungen erfüllen konnte, dann schreibe es mir in die Kommentare und abonniere meinen Kanal. Ich wünsche euch eine digitale Zukunft. Hier war euer Void. Und damit euch der Videostoff nicht ausgeht, findet ihr jetzt hier im Abspann noch weitere Videos von meinem Kanal, die ihr euch gerne ansehen könnt, wenn ihr mögt. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr euch auch die reinzieht.